Aktuelle Studien zeigen, bei manchen mit Fibromyalgie greifen Autoantikörper das Nervensystem an. Das kann neue Möglichkeiten im Bereich der Selbsthilfe bringen, nämlich mit dem Vagusnerv. Das ist unser Entspannungsnerv und heute zeige ich dir den Zusammenhang und wie du diesen Nerv unterstützen kannst. Los geht's! Schauen wir uns zuerst mal an, warum das Nervensystem bei Fibromyalgie überhaupt so wichtig ist und welche Rolle der Vagusnerv dabei spielt. Unser Nervensystem ist ständig damit beschäftigt, Balance im Körper herzustellen. Ja, zwischen Aktivität und Ruhe, zwischen Anspannung und Erholung. Und wenn dieses Gleichgewicht gestört wird, wie das ja in den aktuellen Studien genannt wird, dann braucht das Nervensystem Unterstützung. Und genau dabei hilft der Vagusnerv. Dieser Nerv, das ist so eine Art Kommunikationsleitung im Körper, der verbindet viele Organe mit dem Gehirn und hilft, alles im Gleichgewicht zu halten. Und interessant dabei ist, der Vagusnerv gehört zu dem Teil unseres Nervensystems, der für Beruhigung, Erholung und innere Stabilität zuständig ist. Man sagt auch das parasympathische System. Und das sind genau die Bereiche, die oft bei Fibromyalgie beeinträchtigt sind. Wir können uns nicht entspannen, wir können uns nur schwer erholen und wir sind oft nicht in Ruhe. Es gibt Studien und Erfahrungsberichte, die darauf hindeuten, dass bei vielen chronischen Erkrankungen und wahrscheinlich dann ja auch bei Fibromyalgie die Aktivität des Vagusnervs beeinträchtigt sein könnte. Dies kann erklären, warum Entspannen, zur Ruhe kommen oder eben innere Ausgeglichenheit mit Fibromyalgie so schwer fällt. Denn wenn der Vagusnerv gut arbeitet, dann kann er Stressreaktionen abbremsen, er kann Entzündungen regulieren und dem Körper helfen, sich zu erholen. Vielleicht noch ganz kurz was zu den Organen, die ich ja gerade erwähnt habe. Auch wenn der Vagusnerv mit vielen Organen in Verbindung steht, heißt eine schwächere Aktivität nicht, dass die Organe selbst krank sind, sondern das führt eher zu funktionellen Störungen, also Erschöpfung, Schlafprobleme, innere Anspannung, aber keine sichtbaren Schäden. Und genau das spüren ja viele von uns bei Fibromyalgie. Wir sind nicht krank im klassischen Sinn, aber wir sind oft erschöpft, wir sind angespannt oder eben innerlich aus dem Gleichgewicht. Es geht also mehr um die Regulation, darum, wie gut unser Körper Stress verarbeiten kann und so weiter. Also mir kommt das sehr bekannt vor und ich frage dich, wie siehst du das? Empfindest du das auch so? Schreib doch mal. Ja, auf die Anspannung möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen, denn viele Menschen mit Fibromyalgie spüren ja, dass es oft kaum möglich ist, bewusst zu entspannen, selbst wenn sie es möchten. Der Körper bleibt oft in so einer Art Grundanspannung, die sich einfach nur schwer lösen lässt. Und genau hier kann der Vagusnerv eine wichtige Rolle spielen, denn er hilft dem Körper, überhaupt wieder in einen Zustand zu kommen, in dem Regeneration möglich wird. Ich zeige dir gleich noch, wie man das machen kann. Wenn du Lust hast, dann lass uns gemeinsam herausfinden, wie groß diese Stellschraube Vagusnerv bei Fibromyalgie sein kann. Denn ich bin auch noch gar nicht so lange dabei bei diesem Thema. Ich gehe später auch noch darauf ein, welche Beobachtung ich bereits bei mir selbst gemacht habe. Spannend ist übrigens auch, die Aktivität des Vagusnerv, die lässt sich sogar messen. Über die sogenannte Herzratenvariabilität, kurz HRV. Da gibt es Heilpraktiker und Therapeuten, die solche HRV-Messungen anbieten. Ich habe das auch schon mal machen lassen und das ist wirklich spannend, finde ich. Wenn der Vagusnerv also helfen kann, mehr Ruhe und Balance im Körper zu fördern, dann stellt sich natürlich die Frage, was kannst du nun konkret tun, um ihn zu unterstützen? Und da gibt es jetzt nicht die eine große Lösung, sondern es geht um kleine Impulse, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Und in meinen Augen mit die wichtigste Maßnahme ist da die tiefe Bauchatmung. Hast du alles dabei, du brauchst nichts besorgen oder kaufen, das kannst du so loslegen. Falls du sowas noch nie gemacht hast, gebe ich dir hier mal eine kleine Einsteigerübung. Und wenn du dich später mehr damit beschäftigst, dann wirst du auf viele Variationen stoßen. Also es geht jetzt darum, über die Atmung den Vagusnerv zu stimulieren, zu unterstützen. Leg eine oder beide Hände auf deinen Bauch und atme langsam durch die Nase in den Bauch ein. Am besten 4 Sekunden. Spür, wie sich dabei deine Bauchdecke hebt. Wichtig ist, dass du nicht hier in den Brustkorb, nicht das soll sich heben, sondern der Bauch soll sich heben. Und beim Ausatmen, da senkt sich dann der Bauch wieder. Wenn das so ist, dann hast du es richtig gemacht.
Das Ausatmen soll möglichst etwas länger dauern als das Einatmen. Und das ist so eine Grundregel. Das unterstützt einfach diesen Nerv am besten. Und du kannst anfangen mit 4 Sekunden einatmen, 6 Sekunden ausatmen. Diese tiefe Atmung, die kann helfen, den Vagusnerv anzusprechen, Stressmanagement zu fördern und das Nervensystem zu beruhigen. Wichtig ist, dass du das regelmäßig machst und auch nicht nur 3-mal hintereinander, sondern schon 4 bis 10 Minuten oder so. Und man kann das natürlich sogar mehrfach am Tag machen. Also das ist wichtig, da eine Regelmäßigkeit zu finden. Das habe ich auch lange nicht richtig umgesetzt. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, die soll auch den Vagusnerv unterstützen. Vielleicht gibt es ja jemanden von euch, der damit Erfahrung hat und gibt Feedback dazu. Und zwar geht es da um Singen und um Summen oder auch um Gurgeln, denn das erzeugt ja Vibrationen im Halsbereich und der Vagusnerv, der läuft ja auch hier so am Hals lang und das stimuliert ihn dann eben auch auf eine ganz natürliche Weise. Und da können schon ein paar Minuten helfen, mehr Ruhe ins System zu bringen. So habe ich es jedenfalls gelesen. Ein weiteres Mittel, mit dem ich selbst keine Erfahrung habe, aber ich lese das immer wieder, das sollen Kältereize sein. Zum Beispiel kaltes Wasser ins Gesicht oder auf die Arme. Mit einem Waschlappen oder Wasser drüber laufen lassen. Das soll auch helfen. Ich habe da leider noch keine Erfahrung. Auch da wäre ich natürlich froh um eine Rückmeldung. Dann gibt es noch die Ohrmassage. Der Vagusnerv läuft ja am Ohr auch noch vorbei und der hat hier so kleine Äste, die bis ins äußere Ohr verlaufen. Und da kann man ruhig mit den Fingerspitzen den Rand der Ohrmuschel massieren, wenn das Hörgerät dann drin bleibt. Und das soll auch beruhigend wirken. Ich habe noch nie die Geduld gehabt, so lange zu massieren, bis ich das Gefühl habe, dass mich das beruhigt. Aber auch da bitte ich euch einfach um Rückmeldung, wenn ihr da Erfahrung habt. Das muss man einfach für sich ausprobieren. Es kann gut sein, dass du jemand bist, der das mit der Ohrmassage total klasse findet und das mit der Bauchatmung gar nicht. Also ich denke, das ist sehr individuell. Und wenn du das auch genauer wissen möchtest, wie man das genau macht, es gibt noch mehr Stellen am Ohr. Da findest du auf YouTube und auch im Netz gute Anleitungen, wie man das am besten macht. Also Ohrmassage oder sowas, Vagusnerv könnte man als Stichwort eingeben. Ja, in meiner Community wurde auch ein schöner Tipp geteilt und den möchte ich jetzt weitergeben, nämlich die YouTube-Übungen von Gabi Fastner zur Vagusnervaktivierung. Die hat da einige Videos zu diesem Thema, findet man auf ihrem Kanal Gabi Fastner. Wenn du noch weitere Tipps zur Stimulation des Vagusnerv hast oder eben, wie gesagt, deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, schreib das in die Kommentare. Das interessiert mich natürlich, auch wenn ich nicht mehr alle Kommentare beantworten kann. Es ist zu umfangreich geworden, das schaffe ich nicht mehr. Ich lese das alles mit und freue mich darüber. Ja, ich persönlich nutze für diese Vagusnervstimulation noch ein kleines Gerät zusätzlich. Das kombiniere ich immer mit tiefer Bauchatmung, weil ich bin mit der tiefen Bauchatmung irgendwie nicht so gut alleine zurechtgekommen. Ich verwende dieses Gerät hauptsächlich direkt vorm Einschlafen. Früher habe ich das ohne Gerät versucht, weil ich halt gar nichts, das gab es das glaube ich auch noch gar nicht. Und ich habe versucht, damit zur Ruhe zu kommen mit tiefer Bauchatmung, aber es hat auch nur so ein bisschen funktioniert. Ich bin damit nie so richtig vorangekommen. Erst seitdem ich dieses Gerät mache, spüre ich, dass sich da Dinge bei mir verändern. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich hier aufhöre zu atmen. Und heute kann ich wieder tief in den Bauch atmen und ich mache das manchmal auch ganz bewusst, weil mir tut das echt gut. Also das ist irgendwie ein schönes Gefühl, wie eine alte Erinnerung, die plötzlich wieder da ist. Ja, mein Ein- und Durchschlafen ist auch noch besser geworden damit, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, am meisten beeinflusst wird mein Schlaf immer noch von der Ernährung und von der Hypophyseninsuffizienz. Aber ich merke trotzdem, dass ich mit diesem Gerät noch eine kleine Steigerung bemerke. Also es ist einfach immer schwierig mit dem Essen bei mir. Ich muss halt konsequent sein, dann kann ich auch schlafen, aber das bin ich halt nicht immer. Und gut, da kann mir dann das Gerät auch nicht helfen. Aber trotzdem, also ich habe das Gefühl, das unterstützt mich noch ein bisschen. Und was mir noch aufgefallen ist, ich kann schneller abschalten und ich kann schneller zur Ruhe kommen. Jetzt nicht so mega tiefenentspannt, wie das vielleicht Gesunde können, so nicht, aber wenn ich mich selber mit früher vergleiche, dann habe ich da eine Steigerung. Denn früher war ich irgendwie im Dauerleistungsmodus, also so angetrieben und konnte gar nicht runterfahren.
ja, ich fühlte mich irgendwie ständig getrieben und das hat sich verbessert. Da kann ich schon mal, wenn ich jetzt sage, so jetzt ist Ruhe, das konnte ich vorher gar nicht, zu sagen, jetzt ist Ruhe, sondern ich habe immer weitergemacht, immer gegen an, bis zum Umfallen sozusagen. Und das kann ich jetzt wieder. Ich kann also wieder ein bisschen entspannen. Außerdem ist mir noch was aufgefallen. In ja, belastenden Situationen, sage ich mal, da kommt jetzt ganz automatisch ein tiefer Seufzer oder ein entspanntes Einatmen in den Bauch, so ganz von alleine. Und das freut mich auch. Das ist irgendwie so, fühlt sich so an wie was Gegenregulierendes, so ja, wie ein Pflaster. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Und das hatte ich nämlich Ewigkeiten nicht. Das ist oder wie so ein sanftes Streicheln, so, ach, alles wird gut. So in die Richtung. Das hatte ich wirklich lange nicht und das tut mir wirklich unheimlich gut. Das fühlt sich gut an. Ich kann natürlich nicht beweisen, dass das alles nur am Gerät liegt. Das ist ganz klar. Aber für mich, in meiner Situation, in der ich bin, ist das der naheliegendste Zusammenhang. Ich kann mir nicht erklären, woher das plötzlich sonst kommen sollte. Aber nochmal zum Gerät. Nicht jeder braucht gleich ein Gerät. Denn ich denke, für viele funktioniert diese tiefe Bauchatmung und auch die anderen Maßnahmen, die ich vorhin schon genannt habe. Ich denke, das kann alles helfen. Für mich persönlich ist das Gerät eine wertvolle Ergänzung gewesen oder ist ja auch immer noch. Ich nutze das ja immer noch. Falls du dir ein Bild darüber machen möchtest, über dieses Gerät, dann schau in der Videobeschreibung nach, da verlinke ich das und da gibt es auch einen 5% Rabatt. Ja, vielleicht habe ich dich mit diesem Thema ein bisschen angefixt und du hast Lust bekommen, diesen Bereich rund um Stressabbau und Nervensystem mal für dich auszuprobieren. Oder du hast vielleicht auch schon Erfahrung mit dem Vagusnerv bei Fibromyalgie. Lass uns doch einfach mal in den nächsten Wochen darüber im Austausch bleiben, da ein bisschen den Fokus drauf legen und Erfahrungen sammeln. Am besten hier über die Kommentare. Und bis dahin ist für dich vielleicht auch interessant, wie andere Menschen Fibromyalgie erleben. Genau darum geht es in diesem Video hier. Schau da gerne mal rein. Schön, dass du heute dabei warst und wenn du magst, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann bleiben wir im Austausch. Bis bald.